Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Seid ihr zum ersten Mal hier, sage ich dann herzlichen Willkommen. Irashaimase, hajimemashite. Und seid ihr wieder zum x-ten Mal hergekommen, sage ich dann vielen herzlichen Dank. Ja, auf jeden Fall möchte ich heute zeigen, wie man den Omuraisu macht. Omuraisu ist das bekannte Gericht aus Japan, das man aus vielen Anime, Manga, Büchern und auch von Spielen wie zum Beispiel Genshin Impact kennt. Sehr einfach zu machen und auch sehr köstlich. Heute zeige ich auch die vegane Version und die traditionelle Art, also zwei verschiedene Varianten und auch mit verschiedenen Techniken, wie man den Omuraisu schön einfach macht. Hoffe, ihr habt Spaß dran. Los geht's. Vegan Omuraisu no Tsukurikata. Was wir brauchen: ein Schneidebrett, danke, eine Zwiebel, eine Karotte und Reis. Im Idealfall japanischer Reis. Der wird in vielen Supermärkten unter dem Namen Sushi-Reis verkauft. Basmati-Reis oder Langkornreis funktionieren auch, aber ich bevorzuge den japanischen Reis. Für eine Portion brauchen wir nur ein Viertel der Zwiebel und die Hälfte der Karotte. Sie werden in 3 bis 5 mm großen Stücken zerhackt. Müssen aber auch nicht so genau sein. Kiji no Tsukurikata. Jetzt kommen wir zum Teig. Wir brauchen 1 Esslöffel Kartoffelstärke, 3 Esslöffel Reismehl, kein Klebreismehl, sondern Reismehl, 5 Esslöffel Reismilch, kann auch Sojamilch, Hafermilch oder Mandelmilch sein. Die Sorte spielt keine große Rolle. Dann halben Teelöffel Kurkuma. Die Kurkuma riecht so etwas stark, aber später riecht ihr sie nicht mehr. Glaubt mir, das funktioniert. Sie verleiht dem Omuraisu die typische Farbe. Und ein Viertel bis ein Drittel Teelöffel Kalanamak-Salz. Ist auch bekannt unter Schwarzsalz. Das kommt aus Indien und wegen ihres schwefeligen Geruchs wird der Teig am Ende so schmecken, wie es sich bei einem Omuraisu gehört. Die Kartoffelstärke, das Reismehl und die Reismilch kommen in eine Schüssel. Sie werden so lange gemixt, bis die Klumpen verschwinden. Das dürfte aber nicht so lange dauern. Sind sie gemischt, bitte Kurkuma rein und auch diese gründlich mischen. Zum Schluss das Kalanamak-Salz. Und fertig ist der Teig. Jetzt kommen wir zum Inhalt, zur Füllung Bratreis. Den Reis schön kochen. Der wird im warmen Zustand genutzt. Wie man den Reis gut kocht, findet ihr in der Beschreibung oder in dieser Infobox oben. Etwa 1 Esslöffel Öl in die Pfanne. Einigermaßen verteilen. Und rein mit den Zwiebeln. Gut umrühren, damit alles gleichmäßig angebraten wird. Nach einer Weile werden sie etwas glasiger, also durchsichtiger. Dann die Karotten. Das Ganze mischen. Achtet darauf, dass ihr sie nicht zu lange bratet. Es ist schöner, wenn die Karotten etwas bissfester bleiben, ist aber Geschmackssache. Rein mit dem Reis. Wie bisher wird das mal wieder gründlich gemischt. Ketchup 2 Esslöffel rein und bis der Bratreis gleichmäßig rötlich wird, umrühren. Und Pfeffer nicht vergessen, das ist auch sehr nice. Dann ist der Bratreis fertig. Dieser wird in einer Schüssel oder in einem Teller aufbewahrt. Nun zum Teig. Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzen. Den gesamten Teig in die Pfanne tun. Gleichmäßig verteilen und falls vorhanden die Löcher schließen. Ist der Teig halbfest, packt ihr den Bratreis rein, am Rand etwa bei unterem Drittel der Pfanne. Zum Schluss wird der obere Teig auf den Reis draufgelegt, also der Teig wird gefaltet und fertig ist der Omuraisu. Im Teller servieren und etwas Ketchup drauf. Wer skilled genug ist, kann mit dem Ketchup auch etwas zeichnen oder schreiben. Das war der vegane Omuraisu. Guten Appetit!
Jetzt die traditionelle Variante. Dafür brauchen wir 1 Teelöffel Kartoffelstärke, 2 Teelöffel Milch. Welche Art ist ziemlich egal. Mischen, bis die Klumpen verschwinden. Sollte recht schnell gehen. Diese Stärkemilch legt ihr erst einmal zur Seite. Dann brauchen wir 2 Eier. Sie werden in eine Schüssel aufgeschlagen und kräftig gemischt. Die Stärkemilch ist zwar nur optional, aber wird sie reingetan, wird der Teig etwas robuster durch Verkleisterung. Das ist kein Muss, aber am Anfang definitiv zu empfehlen, da so der Omuraisu einfacher zubereitet werden kann. Wer mag, kann das Ei auch noch sieben. Das macht den Teig glatter. Beim Braten brauchen wir etwas Öl. Bei mittlerer Hitze das Öl verteilen und den Teig in die Pfanne tun. Im mittleren Bereich leicht umrühren und bei Bedarf die Luftblasen kaputt machen. Ist der Teig etwa 50–70% fest, habt ihr 2 Möglichkeiten. Wie vorhin bei der veganen Version den Reis in den unteren Drittel packen und den Teig falten. Oder wie hier den Reis in die Mitte tun. Dann kommt ein großer Teller auf die Pfanne, größer als die Pfanne, und das Ganze wird mit leichtem Schwung gewendet. Aber bitte schön vorsichtig. Eine andere Möglichkeit wäre es, erst den Reis auf den Teller packen und dann den Teig auf den Reis legen. Solange der Eierteig noch heiß ist, könnt ihr den Omuraisu auch noch mit Hilfe von Küchentüchern etwas verformen, damit er noch fotogener aussieht. Zusammenfassung und Tipps. Teig für die vegane Variante ist aus Kartoffelstärke, Reismehl, pflanzliche Milch, Kurkuma und Kalanamak. Teig für die traditionelle Variante ist aus Ei, Milch und Kartoffelstärke. Die Zutatenliste findet ihr unten in der Beschreibung. Zum Finalisieren gibt es 3 Methoden. Erste Methode. Bratreis auf den unteren Drittel des Teigs legen und diesen mit dem Teig umhüllen. Dann zum Teller sliden und wenden. Zweite Methode. Bratreis in die Mitte des Teigs legen, die Pfanne mit einem großen Teller zudecken und mit leichtem Schwung das Ganze auf den Teller bringen. Dritte Methode. Bratreis schon auf den Teller bringen und den Teig von der Pfanne aus auf den Teller bringen. Den Bratreis könnt ihr auch gerne variieren, indem ihr eure Lieblingszutaten hinzufügt. Zum Beispiel Champignons, Brokkoli, Zucchini und ähnliches. So, das waren die einfachen Rezepte für veganen Omuraisu und den traditionellen Omuraisu. Ihr könnt gerne eure Kreationen auf Instagram posten und mich einfach japanisch taggen, dann werde ich das auch gerne auf meiner Story teilen. Ich freue mich drauf. Gibt es noch Gerichte, die ihr gerne kochen wollt, aber ihr nicht wisst, wie man das genau macht, oder braucht ihr Tipps oder sowas? Ach, keine Sorge, so weitere Sprachvideos kommen auch bald. Aber schreibt gerne eure Anregungen und Meinungen und Kommentare in das untere Kommentarfeld hinein. Und wie immer bin ich auch dankbar für Daumen hoch und ein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Arigato!